Servus und herzlich willkommen zu einem schönen Meilenstein beim Bau meiner Modellbahnanlage. Die Gleise der zweigleisigen Hauptbahn für den ersten Bauabschnitt sind nun alle fertig verlegt. Damit kann ich jetzt endlich Züge nicht nur vor und zurück, sondern auch im Hundeknochenprinzip im Kreis fahren lassen. Solange man einen einzelnen Zug mittels Handregler über seine Anlage steuert, macht das zwar gar keinen so großen Unterschied. Wenn man aber, so wie ich, einfach auch einmal unterschiedliche Garnituren im Blockabstand an sich vorbeirauschen sehen möchte oder in Ruhe Fahrszen auf seiner Modelleisenbahn filmen möchte, dann ist so ein Kreisverkehr sehr viel angenehmer. Im ersten Teil des heutigen Videos gehe ich auf den Lückenschluss und Bau des finalen Streckenabschnitts ein. Dann in der zweiten Hälfte zeige ich auch noch mal kurz die anderen Abschnitte der Hauptbahn anhand des Gleisplanes und indem wir Triebfahrzeuge bei der Fahrt über die Anlage begleiten. In den letzten Wochen hatte ich ja bereits in einer kurzen Videoserie den Bau der Paradestrecke gezeigt. Diese soll später einmal bis zu einem großen Bahnhof weitergebaut werden. In der ersten Bauphase wird sie jedoch bereits nach knapp 5 Metern in einer Kehre enden. Hier sollen Züge nicht nur wenden können, sondern für einen abwechslungsreichen Betrieb auch warten und überholen. Darum besteht die obere Kehre, wie auch die darunter liegende untere der Nebenbahn, aus 3 rund 4 Meter langen Gleisen, in denen entweder 3 lange oder 6 kurze Garnituren abgestellt werden können. Jedes Gleis ist deshalb in 2 Kontaktabschnitte unterteilt. Auch die beiden Weichenstraßen sind über Kontakte abgesichert. Falls mal ein einzelner Waggon abgehängt oder liegen bleiben sollte, werden die nachfolgenden Züge automatisch gestoppt und können nicht auffahren. Die Einfahrtweichen werden wiederum über ESU-Servos geschaltet, während die Ausfahrtweichen nur aufgeschnitten werden. Ob ich das allerdings auf Dauer so lasse, weiß ich momentan noch nicht. Bei der Ausfahrt scheinen manche Fahrzeuge hier teilweise minimale Kurzschlüsse auszulösen, was sich in kurzen Aussetzern der gesamten Anlagenelektronik äußert. Daher denke ich zumindest darüber nach, auch die Ausfahrtweichen mit einem Weichenantrieb nachzurüsten. Meine restlichen Bauprinzipien mit Pappelsparholztrasse, Korktapete als Schallschutz und PVC-Absturzsicherung kennt, wer meine Bauvideos regelmäßig verfolgt. Wie auch die der unteren Kehre haben die 3 Gleise Radien zwischen 55 und 68 cm und bestehen, soweit möglich, aus den Markling-K-Gleisen 2241 und 2251. Der Übergang von den schlanken Weichen in die Bögen und das äußere Gleis entstanden hingegen aus Flexgleisen. Nachdem nun auch sämtliche Gleise verkabelt waren, habe ich nun sozusagen den goldenen Nagel für meine Hauptstrecke eingeschlagen und den Lückenschluss hergestellt. Jetzt kann ich also endlich mit einem Zug vom unteren Bahnhof bis zur Paradestrecke und zurückfahren, ohne irgendwann Kopf machen zu müssen. Der untere Schattenbahnhof Eckens liegt 85 cm über dem Fußboden und besitzt 8 Speicher und ein Durchfahrtsgleis. Hier können insgesamt 15 Garnituren mit Längen von 1 Meter bis über 4 Meter abgestellt werden. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof und nach einer 180-Grad-Kurve fahren wir mit unserem Güterzug am Zweigleis für den Trainsafe-Anschluss vorüber. Auch die Radreinigungsanlage lassen wir rechts liegen. Wir fahren zunächst an der Geschwindigkeitsmessanlage vorüber, dann am Einfahrtsbereich des Schattenbahnhofs Eckens.
In 1,5 Windeln geht es 20 cm zur mittleren Ebene nach oben. Wir erreichen den mittleren Schattenbahnhof Matten, der auf 8 Gleisen ebenfalls 15 Zügen eine Heimat bietet. Diesen durcheilen wir auf dem Durchfahrtsgleis. Direkt an den Schattenbahnhof schließt sich schon die nächste Wendel an, die den Zug wiederum in 1,5 Windungen noch einmal gut 15 cm nach oben auf die Paradestrecke führt. Nach dem Tunnelportal erreichen wir 1,30 Meter über dem Fußboden die Paradestrecke, auf der später einmal in einer schön ausgestalteten Landschaft bunte Zuggarnituren am Betrachter vorbei flanieren sollen. Schon wenige Sekunden später fährt unser Zug auch bereits in der neu entstandenen oberen Kehre ein, was unser heutiges Video beschließen soll. Kommende Woche möchte ich einmal versuchen, mit einem Kamerazug die Hauptstrecke zu befahren und mir mit euch gemeinsam meine Rohbauanlage aus der Lokführerperspektive anzuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder mit an Bord seid. Hoffentlich bis dann. Servus und pfiat euch.